Alright, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Shakes and Fidget Video mit mir und Basti. Und zwar gibt es Neuigkeiten schon ein bisschen länger über die Events. Man kennt im Prinzip jetzt alle Events, die es gibt. Das Ganze ist durch den Shakes and Fidget Discord jetzt auch veröffentlicht worden. Und das wollen wir uns natürlich gleich mal angucken. Denn hier sind alle Events gelistet im Prinzip. Außer die, Kombination, die ist ja jetzt nicht gelistet und auch nicht, wie viel Prozenterhöhung es gibt. Ne? Also ihr findet hier Platzhalter drin, die das einfach anzeigen, dass etwas erhöht wird zum Beispiel, aber steht nicht da, wie häufig oder wie viel es erhöht wird. Das weiß man also nicht hundertprozentig. Aber wir wollen das Ganze mal durchgehen. 2 Events sind ja offiziell schon vorgestellt worden. Das ist das XP-Event. Na, da steht auch ja x% für Daily Missions, für Arena Fights, für Akademie und vom Glücksrad. Und das wird alles quasi verdoppelt. Ne? Also hier heißt es jetzt mal 2 alles. Und das Sanduhren-Event steht auch da. Dass es eben, okay, die 10 mal mehr gibt, das steht aus, okay. Dass man mehr bekommt vom Gambler. Da wissen wir jetzt auch, dass es verdoppelt wird. Und dass es eben die zusammen gibt. Ne? Also das ist offiziell bestätigt. 2 von den 12 Events und die anderen, da geht's los mit Blacksmith. Das heißt erstmal Metalle oder Erze bzw. arkane Splitter in den Quests zu finden, also ein Teil des alten Raritäten-Events. Dann gibt es wohl mehr Ressourcen beim Zerlegen. Ich vermute mal, es wird verdoppelt. Arkane Splitter vom Gambler, die man kriegen kann, werden erhöht. Und auch vom Glücksrad. Ich vermute auch, dass es verdoppelt wird. Das ist also das Blacksmith-Event. Dann gibt es das sogenannte Cleaning-Event. Das ist relativ eindeutig, dass es doppelt so viele Mana-Punkte gibt, wenn man ein Epic in die Toilette wirft. Und dass das Pet gefunden werden kann. Also im Prinzip ja, geht es um das Mana-Pet, würde ich jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, um welches Pet es jetzt hier geht, aber das wird man dann nochmal offiziell genau sehen, wenn das Clean-Event dann ansteht. Dann gibt es das Dealer-Event, mehr Pilze beim Mushroom-Dealer und eine erhöhte Chance, Pilze zu finden. Das heißt, nicht mehr jetzt beim Raritäten-Event nur, dass es mehr Pilze gibt, sondern immer, wenn eine 20% Pilzaktion ist, kann man auch mehr Pilze in den Quests finden. Und das war bisher auch noch nicht so gewesen. Und da kommt es jetzt drauf an, wie häufig wird es diese Aktion geben. Ich vermute mal, ja, auch im Schnitt einmal im Monat. Dann würde sich jetzt im Prinzip erstmal da nichts ändern. Aber die Verbindung kann man jetzt immer herstellen. Dann gibt es Epic Adventure, das garantiertes Epic kommt, wenn man 100 Abenteuerlust spielt. Also ich stelle mir das dann so vor, dass man im Prinzip bei der Alu einfach wirklich ein Epic findet, wenn man 100 Alu verbraucht hat möglicherweise. Und wenn man 300 Alu oder 320 Alu, denke ich mal, verbraucht hat, kriegt man dann nochmal ein Epic. Das ist ganz neu bisher, das gab es noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Klingt aber ziemlich nice. Und dann gibt es auch noch das Epic Gamble. Das heißt, die Chance, dass man ein Epic vom Gambler bekommt, also beim Würfelspieler, und dass man eine erhöhte Chance hat, beim Glücksrad ein Epic bekommen. Beim Würfelspieler ein Epic bekommen? Wie soll denn das funktionieren? Also wie soll das aussehen, frage ich mich gerade so ein bisschen. Du spielst einen Würfelspieler und plötzlich kommt da ein Epic anstatt der Kugel raus oder anstatt 3-mal Seelen kriegst du ein Epic. Also vielleicht wird das eigentlich zusätzlich eingefügt. Das wird ganz interessant sein zu sehen. Dann gibt es natürlich noch den Epic Shop. Chance auf Epics in the Shop 5-mal so hoch. Also Epic Event as much as it can be. Und auch das Event, was notwendig ist, bisher in den Events wird halt auch angepasst. Da müsste man jetzt nochmal durch alle Pets gehen, weil es wurde ja schon gezeigt oder gesagt, dass die Beschreibungen angepasst wurden. Also da können wir das nochmal angucken wegen den Pets. Die Festung gibt es auch als Event. You can find Wood and Stone on Quests, also im Prinzip wie Raritäten-Event. Es gibt nur große Steine in der Mine, also nicht nur schwarze Steine, sondern nur große Steine. Und es gibt, glaube ich, eine Halbierung der Ausbildungsdauer von Einheiten. Es gibt mehr Holz und Stein beim Würfelspieler und auch beim Glücksrad zu gewinnen. Also das heißt, auch neu, dass diese Sachen erhöht wurden.
Und vor allen Dingen, dass die Zeit der Soldatenausbildung kürzer passiert. Also man kann im Festungsevent halt viel besser auch Festung farmen. Das macht es natürlich auch einfacher bei einem Serverstart, möglicherweise. Denn, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Serverstart alle Events hätte, ja, dann profitieren die Startspieler auch extrem davon, weil man dann eben viel schneller farmen kann, am 3. Tag zum Beispiel. Ja, also nicht schlecht. Dann gibt es das Freebier-Event. Da gibt es einfach Freibier in der Taverne. Das war ja bisher nur zum Oktoberfest weitestgehend möglich gewesen. Ja, also die kann man jetzt immer einblenden, die gute Dame. Dann gibt es natürlich noch Gold-Event, aber auch das Gold, nicht nur, dass man mehr Gold in den Quest bekommt, sondern auch die Stadtwache. Das war ja bisher auch so. Die Goldgrube gibt mehr Gold. Der Würfelspieler, da kann man mehr Gold gewinnen. Glücksrad kann man mehr Gold gewinnen und das Pet kann man wiederfinden. Also auch hier gibt es die Erweiterung, wie wir schon bei XP vermutet haben, dass man auch dort mehr Gold kriegen kann. Das Hourglass-Event hatten wir ja schon. Dann gibt es Pet Day. Dann gibt es erhöhte Früchte oder doppelte Früchte bei Abenteuern vielleicht. Man kann ein Pet zweimal füttern an diesem Tag. Es gibt eine noch kürzere Reisezeit und man kriegt wahrscheinlich erhöhte oder auch doppelte Früchte beim Glücksrad. Auch relativ neu. Also vor allen Dingen die kürzere Reisezeit ist für Free-to-Play-Spieler sicherlich interessant, aber also ob sich das jetzt deutlich auswirkt, kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen, weil ich ja eh fast alles mit Sanduhren spiele. Wird man sehen. Dann gibt es ein Unterwelt-Event, das auch gut ist. Da findet man Seelen in den Quests. Also das heißt, dieses Raritäten-Event wurde halt deutlich aufgesplittet, was an sich aber auch gut ist, weil das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit, immer das entsprechende auch zu finden. Und wir wissen ja noch nicht, welche Kombination es geben wird. Dann kann man mehr Seelen bekommen, wenn man halt Helden unlockt in der Unterwelt. Der Seelenextraktor gibt mehr Seelen aus. Mehr erhöhte Seelengewinnung beim Würfelspieler und halt beim Glücksrad. Auch vieles neu dabei, sehr, sehr nice. Dann gibt es noch ein Witcher-Event. Das bedeutet, dass man jedes Item in die Toilette, in den Kessel werfen kann, nicht in die Toilette. Was natürlich dann einen erhöhten Goldbonus, es gibt ja viele, die immer die Items auch aufbewahren, sollte man ja auch, bringt ja Gold. Aber manchmal muss man ewig warten, bis man die einsetzen kann. Wenn es halt so ein Event gibt, kann man das immer einsetzen. Und dann haben wir nochmal XP-Event. Also das sind alle 12 Events. Klingt alles eigentlich ziemlich nice. Im Prinzip, die 2 Grundevents bleiben so, wurden erweitert und der Rest ist relativ neu. Oder beziehungsweise 3 Events bleiben gleich. Das Epic-Event bleibt ja gleich. Das Raritäten-Event wurde komplett gesplittet und wurde mit zusätzlichen Sachen erhöht. Und wir haben jetzt halt Hourglass und Pet Day-Kombination. Beziehungsweise XP-Kombination. Jetzt ist wirklich ganz interessant dann zu sehen, welche Kombinationen da weiterkommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Epic Adventure, Epic Gambler und Epic Shop vielleicht zusammengehören. Also, ja, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Das Dealer-Event immer am Ende des Monats. Oder halt Dealer und Epic-Event zusammen. Ja, das Cleaning wird irgendwo bei Fortress zusammenkommen. Underworld könnte mit Witch zusammenkommen. Also es ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig zu sagen, welche Kombination es da geben wird. Und was werden wir häufiger sehen in diesen. Also es wird ja in einem 12-Wochen-System passieren, das wissen wir. Also wahrscheinlich wird jedes Event in den 12 Wochen auch 3-mal da gewesen sein. Ja, und zum Serverstart, was es dann für Events gibt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber sehr geil. Klingt cool. Müssen wir uns teilweise angucken. Wir können uns jetzt nochmal die Pets anschauen, nach Möglichkeit. Das müssten wir ja im Prinzip hier alles schon sehen. Es wurde ja aktualisiert. Auch die Anzeigen wurden ja teilweise verändert. Das sieht teilweise ungewohnter aus. Ich kann mir halt nicht, ich weiß nicht, welche Pets man blättern kann. Hier, Luchterblong zum Beispiel kann dir während eines Erfahrungsreichtum-Events in der Schweinöde begegnen. Das wurde angepasst. So, bei dem. Hier, Körig kommt zum Epic Extravaganza Event. Also Epic Extravaganza heißt es dann. Das wird dann, warte mal. Das war dann
Also das normale Epic-Event heißt dann Epic Extravaganza, ja, kann ich mir schon mal sagen. Dann habe ich irgendwo hier eins. Glanzparade des Gold-Events. Des Goldes. Ja, also das normale Gold-Event heißt dann Glanzparade des Goldes-Event für Towerbock. Dann haben wir Aurala Großputz. Mantiflamm. Aurala Großputz, was ist denn das? Ach, das Cleaning-Event ist das. Also wo man twice as many Mana Points for throwing an Epic in the toilet. Also an diesem Event kann man auch Mantiflamm finden. Das war jetzt, glaube ich, zu Raritäten des Waldes nur findbar gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Also das heißt Aurala Großputz. Auch nice. Und dann haben wir... nee, ich glaube, da haben wir alle, oder? Müssten wir eigentlich hier war, glaube ich, keins dabei. Nee. Genau. Also wir haben jetzt rausgefunden, welche Events es gibt. Man kann vermuten, welche Events in welcher Kombination möglicherweise kommen. Wir wissen, dass es ein 12-Wochen-System gibt. Wir wissen noch nicht, wie es zum Serverstart aussieht, welche Events dort alle passen. Ich glaube nicht alle. Ich vermute mal nicht alle, aber das wird dann in den News angekündigt werden. Aber wir wissen auch schon, wie einige der Events heißen. Neben den beiden, die schon offiziell gebracht wurden. Ja, also eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich finde es eigentlich ziemlich nice. Klar gibt es hier einen, die sagen, es hat sich nicht so viel geändert, nachdem die ersten 2 Events dazukommen. Aber ich glaube, dass man insgesamt jetzt sagen kann, dass sich das doch schon deutlich verändert hat. Und das Schöne ist, wir machen keine Verluste. Also, ne, wir haben trotzdem alle 4 Wochen Epic-Event, wir haben alle 4 Wochen XP-Event, wir haben alle 4 Wochen Holz und Steine, Raritäten quasi. Wir haben alle 4 Wochen auch Gold-Event und wir haben noch viel mehr. Wir haben viel mehr bekommen und Free-to-Play profitiert davon zum Großteil ähnlich gut wie Hardcore-Spieler. Also es gibt nur wenige Events, wo wirklich speziell Pay-to-Win-Spieler noch mehr davon haben. Deshalb finde ich das persönlich ganz, ganz nice. Sorry, dass das jetzt so ein bisschen durcheinander ging. Ich habe es mir halt jetzt auch zum ersten Mal gerade angeguckt und wollte es euch so schnell wie möglich dann auch nochmal mit auf den Weg geben. Und ja, wie gesagt, ich finde es echt nice, muss ich sagen. Also Hut ab, schöne Sache, schöne Sache. Das war's von mir, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti. Kriegst Video nicht aus, Kappa.